Ich weiß jetzt, wofür dieser Griff hier ist. Vollgas, 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 Vollgas. Bleib drauf. Zweiter Gang. Ja, selbst mit Schaufel fast unmöglich. Hi everyone and welcome to a new episode of Inside AMG. I've just finished my breakfast after waking up in Dubai this morning. Today I'm going to take you out to the Dubai desert together with a development team of the G63s to see how they put them to the extreme tests. We'll meet a familiar face out there, so please make sure to activate your subtitles because we will switch to the AMG mother language, which is German. Let's go out there and see them. What a Lineup! Hey, Grüß dich, mein Lieber. Sehr, sehr gut. Wie geht's dir, mein Lieber? Gut, sehr gut. Alter, hast ja alles mitgebracht, was geht, oder? Ja, Moin. Und sogar der 4x4 hoch 2. ja. Ja, mega. Unser Bergefahrzeug. Cool. Ich hoffe, und wir brauchen den heute hi. nicht. Wir haben ja einiges vor heute, ne? Ja, starten los. Sehr cool. Wir nehmen den? Okay, ja. Alles klar. Los geht's. Aufmerksame Zuschauer, die die letzte Folge von Inside AMG gesehen haben, die kennen Tobi natürlich schon. Aber Tobias, für alle, die ihn nicht kennen, stell dich doch mal gerne vor. Hi, ich bin Tobias. Ich mache die Fahrdynamik-Integration bei AMG für den GN63. Im letzten Video hast du dich verabschiedet mit, vielleicht kriegen wir es ja noch mal hin. Das war in Frankreich, jetzt sind wir in Dubai. Ja. Wo testet ihr denn sonst noch so? Ja, wir testen natürlich überall auf der Welt, Heißland, Kaltland, aber heute extra für dich haben wir das möglich gemacht, Aha. dass du uns besuchen kannst. Und dann will ich dir mal zeigen, was wir so tagsüber hier tun, wie wir unsere Fahrzeuge hier entwickeln. Und später, denke ich, kriegst du auch die Chance, mal selber das Ganze zu fühlen und zu fahren. So, Fahne. Wer hat die Fahne? Ja, Mann. Ja, wir sind angekommen in einem fantastischen Panorama. Schon der Weg hierhin war spektakulär. Und die Jungs haben hinter uns gerade schon das Basecamp aufgebaut. Wir sind jetzt mit ein paar Autos unterwegs und ich gehe mal davon aus, ihr fahrt niemals allein in die Wüste, oder? Nein, natürlich nicht. Wir haben dabei zwei G63 der neuen Generation, ein alter als Vergleichsfahrzeug noch so für uns und natürlich ein Bergefahrzeug, wenn es mal brenzlig wird. Aber ja, du siehst, wo wir hier sind. Hier hilft dir niemand, von daher ist das zwingend notwendig. Ja, bei dem Untergrund, den wir hier sehen, ganz anders als noch in Perpignan, wo wir uns das letzte Mal gesehen haben, gibt es natürlich auch andere Herausforderungen. Also womit fangen wir an? Was zeigst du uns gleich? Also wir fangen an mit dem Sandfahrprogramm. Das würde ich dir gerne zeigen, wie wir die Fahrzeuge abgestimmt haben hier und welche Möglichkeiten du hast, im Fahrzeug das für dich individuell einzustellen. Also im Speziellen flache, hohe Düne, das kann man alles, je nachdem wie du das möchtest, bei Torque Vectoring individualisieren. Von daher würde ich sagen, gar nicht großartig reden, rein ins Fahrzeug und los geht's. Auf geht's! Let's go. Ich weiß jetzt, wofür dieser Griff hier ist. Alter, da fährst du jetzt nicht hoch. Doch. Junge, ich wüsste doch nicht mal, wo ich langfahren soll. Erfahrung. Wahnsinn. Also guck mal, ich zeig dir mal was. Wir fahren mal hier hoch
Ich drehe einmal auf der Düne in der untersten Stufe im Torque Vectoring. Das heißt wenig. Okay, man merkt's, ja. Also hier jetzt im Speziellen, wenn du einen Berg hochfährst, ja, und du willst einfach entspannt einen Berg hochfahren ohne viel Torque Vectoring, dann fahre ich das immer in Stufe 1. Ja, in Stufe 1 ist das Fahrzeug einfach neutral. Ja, dahingehend neutral, dass es wirklich nur über Lastwechsel übersteuert. Ja. Oder natürlich, wenn ich voll die Lenkung zuziehe, natürlich. Jetzt nicht übertrieben. Jetzt drehe ich einmal kurz voll zu, wenn ich da oben eng drehen will. Cool. Ja, du musst aber auch wissen, wie du es bedienst dann, ne? Ja, klar. Lenkung, Gas, Drehmoment, Rotation im Auto. Was die Kamera gar nicht so wirklich einfängt, ist, wir stehen ja an einem massiven Gefälle und hinter der Kuppe geht es nochmal deutlich tiefer runter. Du hast das Auto schon in Fallrichtung geparkt und hast schon ein Lächeln im Gesicht. Was hast du vor mit uns? Also du hast jetzt erlebt, wie man mit dem Fahrzeug fahren kann, driften und beschleunigen ist das eine, aber natürlich sollte man mit dem Fahrzeug auch anhalten können, wenn es dann mal steil bergab geht. Und ich würde gerne unser speziell entwickeltes Sand-ABS präsentieren in dem Fahrzeug. Guck mal, wie steil sie ist. Alter, geil. Lass das Fahrzeug schön anlaufen. Ich gehe leicht auf die Bremse, bin schon im ABS, aber das Fahrzeug fährt trotzdem noch in die Richtung, wo ich lenke. Wenn ich dann aber maximal natürlich verzögern will, bam, hast du das gemerkt? Wie der auf einmal Verzögerung Respekt. aufbaut. Ja, also es fühlt sich sehr dosierbar an. Ja, ist eine extrem hohe Verzögerung für den losen Untergrund. So, und wie fandest du die Bergabbremserei? Ja, dramatische Unterschiede, je nachdem, wie du das Auto bedient hast. Ne? Also genau das, was du gezeigt hast. Und ich glaube, das konntet ihr als Zuschauer auch sehr, sehr gut sehen. Mit dem wirklich hart auf die Bremse gehen. Ich war echt verwundert, wie schnell so ein Auto mit der Masse so bergab so schnell stoppen kann. Und auf der anderen Seite hast du dann ja wirklich mit dem Bremspedal so gearbeitet, dass das Auto nicht der Fallrichtung entsprechend weiterfährt, sondern du konntest lenken und das Auto hat wirklich Rotation bekommen. Also ich war beeindruckt, muss ich echt sagen. Ja. Cool, dann würde ich vorschlagen, jetzt gehst du hinter Steuer, dann kannst du das mal selber spüren. Ich dachte, du fragst nie. Jawohl, Dann, you ready? I'm ready. Einfach So, dranbleiben. Ja. jetzt dran, Vollgas, zweiter Gang gleich. Nee, nach links lenken, du musst runter. Bleib drauf. Zweiter Gang, gar nicht wechseln. Sieht auf jeden Fall geil aus. Jetzt haben wir genau An der einen, Punkt, Stelle, ja. einen Punkt erreicht. Wir haben ja hier eine neue Funktion entwickelt, die wir das allererste Mal in Serie gebracht haben. Die nennt sich AMG Traction Pro. Aha. Das ist genau die Situation, die man oft hat, wenn man hier im Sand unterwegs ist. Man will losfahren. Ja? Wir stehen am Hang, nichts geht. Keine Traktion, Ja. es geht maximal Richtung Erdmittelpunkt. Aber weder vorwärts, rückwärts, zeitlich nichts. Jetzt normalerweise wäre die einzigste Option, irgendjemand zieht uns raus oder Schaufeln. Schaufeln. Mhm. Du und ich haben da beide keine Lust drauf, deswegen würde ich vorschlagen, ich zeige dir jetzt, wie du da reinkommst und dann fahren wir da raus, okay? Ich bin gespannt. Bitte einmal Getriebe neutral, Also wie bei den Sperren auch. Low Range, Low Range ist aktiviert. auf der linken Seite das Zeichen. Jetzt auch sichtbar geworden, vorher Genau. ausgegraut. Genau, jetzt einmal Damit ist es Press aktiviert. und jetzt Traction wird, active. genau, jetzt einfach Fuß aufs Gaspedal, Pedalstellung 80, 100%. Du musst im Endeffekt immer nur hin und her. Ja, Das bewegt sich ja jetzt der kommt schon. Jetzt zieht er sich raus. Und jetzt wäre es Wahnsinn. natürlich cool, du fährst irgendwie rechts rum mit dem Heck raus. Wahnsinn.
Und jetzt guck da mal Schau hin. dir das mal an. Schau dir das an. Ich hätte es nicht geglaubt. Ich habe die Videos, die ich gesehen habe, ich habe gedacht, das kann nicht sein. Doch, der sitzt bis zum Unterboden. Guck dir das an. Das Früher Auto. hättest du geschuppelt, jetzt die Schaufel rausgeholt. Ne? Ja, selbst mit Schaufel Ja. fast unmöglich. Fantastisch. Also 2 Stunden. Ja. Mega. Check. Danke fürs Zeigen. Schön, dass du so geparkt hast. Vielen Dank. Jetzt zu dir. Mhm. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt zuallererst mal in die Offroad-Welt. Jetzt wechseln auf das Sandfahrprogramm. Perfekt. Jetzt hast du die Möglichkeit, so wie ich dir das vorhin gezeigt habe, Stroke Vectoring einzustellen, je nachdem wie du das möchtest, Stufe 1 bis 7. Fangen wir mal mit 1 an, oder? Ja, ich würde vorschlagen, fang mit 1 an, weil was ich dir gerne noch zeigen möchte, damit du das selber mal fühlst und spürst, was die Unterschiede sind, ist das Fahrwerk an sich, unser AMG Active Ride Control Fahrwerk, also das hydraulische Fahrwerk. Was für Möglichkeiten du hast hier, die Rollrate bzw. den Bankwinkel vom Fahrwerk dir einzustellen, ja, über 3 Stufen Low, Mid, High. Was würdest du empfehlen? Ich würde vorschlagen, wir fangen jetzt einfach mal mit Low an. Du fährst jetzt die Düne hier runter, pendelst das Fahrzeug so leicht an, ne, und guckst mal, wie agil das Fahrzeug ist und dann Step by Step immer eine Stufe mehr. Drehen wir mal drüber. Okay? Okay. Perfekt. Ja, was soll ich sagen? Du bist ja Profi hinterm Lenkrad, von daher. Ja, physikalisch ist in Ordnung, aber ja, ich merke, das Anpendeln geht schon. Achtung, da ist ein Loch. Du merkst das über das Gras, ist brutal hart. Dann fahren wir hier geradeaus und gleich wieder rechts. Und jetzt spür einfach mal das Fahrzeug, so wenn du am besten im Freilauf, also im Lastwechsel, wie es das Fahrzeug anlenkt. Alles sehr sensibel, aber nicht zu schnell irgendwie. Das ist alles, fühlt sich gut an. Ist nicht tricky. Genau, da würde ich vorschlagen, erhöhe doch einfach mal Active Balance Control auf Stufe High direkt. Ja, er lässt schon mehr Heckausbruch zu. Ne? Ja. Also leichtes Anlenken sorgt für mehr Musik im Heck, richtig? Ja, definitiv. Am Gas dreht das Auto besser, gleichen Weg wieder hoch. Ja. Du spürst natürlich jetzt auch, das Fahrzeug ist deutlich straffer. Ne? Ja, also am meisten habe ich halt gemerkt, irgendwie, dass die Wankbewegung ist weniger. Ne? Also Ja. wirklich das, was das System auch ausmacht. Aber auch das Eindrehen, wenn du vom Gas gehst, was du selten tust, irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt, dass das Heck auch mehr kommt. Ne? Ja. Stützt deutlich besser ab, ist viel agiler. Ist präziser. Ja. irgendwie, Ne? Ja. Balance Control wieder zurück auf Low und dann gehst du stufenweise mit dem Torque Vectoring einfach mal nach oben. Auf 4 oder sowas? Ja, Mittleren Wert? mittlere Stufe. Ja. Perfekt. Genau. Und fahren wir hoch. Ja. Vollgas, 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 Vollgas. Und in Fallrichtung. Und Vollgas, 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 Vollgas. Da raus. Alright. Krieg mal hin. Und hier links. Jo! Du Hast bist du auch das jetzt 1000 grad- Tode gestorben. Ne? Hast du es gerade gemerkt? Wo du da hochgefahren bist in der Düne, wie der geil sich weggedreht hat. Ja, oben wenn an du der am Kante. Gas bist, dann schon. Ja. Aber du musst halt erstmal wissen, was du da tust. Ne? Mit so einem Auto, hoher Schwerpunkt, du siehst nicht, wie dicht ist die Düne oder der Sand. Genau. Ja. Wir haben jetzt gerade vom Beifahrersitz, hat sich noch anders angefühlt. Ne? Da denkst du, ey, der Mann ist sowieso Profi, der weiß, was er tut und das Auto kommt überall raus. Aber du musst halt echt schon wissen, welche Fahrtechnik du auch anwendest. Ne? Natürlich, also ich sag mal so, Sandfahren ist zu 80% Erfahrung. Also man muss die Düne lesen, wie liegt die Düne, wie ist die Windrichtung. Das heißt, danach ist dann abschüssig, meistens steil. Schau da runter, siehst du das? Ja, Ja. siehst du sofort, Windrichtung kommt von hier. Ja. Danach musst du mit rechnen, dass es extrem steil wird. Und das ist Erfahrung. Wenn man da drüber fährt oder seitlich kommt, dann kann es halt auch mal gefährlich werden. Echt krass. Okay, cool. Ja. Sehr geil.
Tobi, was für ein Tag. Vielen, vielen Dank dafür. Ich danke dir. Ich hoffe, du hast heute einen schönen Einblick bekommen, was wir hier so machen, wie wir die Fahrzeuge applizieren, wie wir die Fahrzeuge entwickeln. Aber wir haben noch eine kleine Überraschung für dich. Und zwar dreh dich mal um. Die Jungs haben während unserer Abwesenheit hier die Dachzelt vorbereitet. Ach so, das habe ich noch gar nicht gesehen. Das siehst du. Und Ich ahne, was jetzt kommt. du schläfst heute Nacht hier. Okay. Wenn schon Abenteuer, dann richtig gut. Vielen Dank für die Überraschung. Mein Lieber, wir sehen uns irgendwo in der Welt mit Sicherheit wieder. Und ich gehe mir jetzt ein schönes Schlafplätzchen suchen und dann nehme ich euch natürlich auch mit. Guys, what a day. From sunrise to sunset right here in the desert of Dubai. That was a packed full day full of memories. And I guess every car enthusiast has got this on the bucket list. And I'm so happy that I could take it off my list today. I hope you guys all enjoyed this episode. If you want to leave us a like, we're really happy about that. If you want to leave us a comment with maybe a recommendation for the next episode, please feel free to do that. Now it's time for me to go to sleep in my tent, and I'll see you in the next episode.